Die Totalverteidigung in Schweden besteht aus erstens der militärischen Verteidigung, den Streitkräften, und der zivilen Verteidigung, die mehrere Bestandteile haben. Hier haben wir auch einige zentrale Behörden, zum Beispiel die Behörde für psychologische Verteidigung, die koordinieren die Maßnahmen, um falsche Informationen, um schädlichen Einfluss vom Außen nach Schweden zu entdecken und zu bekämpfen und entwickeln auch die Methodik dafür. Sie sind für Bedrohungen aus dem Außen dafür geeignet. Wir haben auch die zentrale Behörde für Zivilschutz und Bereitschaft, sehr ähnlich dem BBK in Deutschland. Sie kümmert sich um die Katastrophenanteile, die Rettungsdienste in Schweden. Sie geben auch die bekannte Broschüre If Crisis or War Comes aus. Das ist die Aufgabe dieser Behörde, wie sich die Zivilbevölkerung vorbereiten sollen. Wir haben auch seit 2022 einen zweiten Minister im Verteidigungsministerium, einen Minister für zivile Verteidigung, Carl-Oskar Bolin. Der ist seit ein paar Wochen auch hier in Deutschland zum Besuch gewesen. Und weil wir wollen auch in der Regierung einen Minister in einem Ministerium haben, die das alles koordiniert. Das war früher ein bisschen zu verteilt. Die Aufgaben sind noch verteilt, aber es gibt einen Minister, die die Koordinationsaufgabe hat. Wir haben auch 2022 einen nationalen Sicherheitsrat eingeführt, besteht aus 6 Ministern permanent, Ministerpräsident, also Regierungschef, die beiden Verteidigungsminister, der Außenminister, der Justizminister und der Finanzminister. Sie schaffen ein Lagebild, damit die Regierung von einem informierten Lage auch Entscheidungen treffen können. Sie tagen zweimal pro Monat oder öfter, wenn es so notwendig ist. Normalerweise sind auch alle Fraktionsvorsitzenden im Parlament zu den Gremien eingeladen, damit wir auch Konsens politisch haben. Und die Sicherheitspolizei und die Streitkräfte ist auch dabei. Sie schaffen also eine Lage, sie ist keine Kommandostelle, sondern schafft Koordination und Konsensus. Die Kommandos, es ist noch die Regierung oder der Ministerpräsident, die führt und Weisungen geben, aber es dient also als ein nationales Lagezentrum. Und die Idee, was ich in der deutschen Regierungserklärung gelesen habe, ist auch sehr ähnlich, wie wir das in Schweden machen. Zum ersten Mal wurde diese Broschüre 1943 ausgegeben. So, es ist nicht die erste oder die zweite Auflage, sondern es ist seit dem Zweiten Weltkrieg ausgegeben an alle Haushalte in Schweden. Es war lange Zeit Teil des Telefonbuches, aber Telefonbücher gibt es nicht mehr. So die letzten 2 Aufgaben sind dann verteilt als Broschüren. Diese Broschüre, letzte ist vor einem Jahr oder so veröffentlicht, geht in Millionenauflagen auf jeder Haushalt in Schweden und dient, würde ich sagen, 2 Zwecke. Eines, handfeste Hinweise zu geben, wie kann man sich für eine Krisensituation vorbereiten? Wie viel Wasser braucht man? Wie oft soll man sein Trinkwasser austauschen? Wie organisiert man ein Klo hygienisch, wenn da kein Wasser im Hahn ist? Diese kleine, aber wichtige Hinweise gibt es. Wie sieht das Warnungssystem aus und wie funktioniert auch die Totalverteidigung? Das sind praktische Hinweise und Grund dafür ist, wir haben ein Prinzip. Die meisten Menschen in Schweden, sie können ohne äußere Unterstützung ihr Leben normal leben im Alltag. Diese Menschen sollen in einer Krisensituation nicht hilfsbedürftig werden, sondern muss sich alleine mindestens eine Woche aushalten. Wenn sie das können, dann werden sie ein Teil der Lösung, Teil des Widerstands in der Gesellschaft und nicht eine zusätzliche Belastung. Wenn Menschen gesunde, erwachsene Menschen nach einem Tag Hilfe von der Gesellschaft braucht, dann machen wir nur die Krise größer. So, das ist sehr wichtig. Und dafür gibt es dann praktische, handfeste Hinweise. Die zweite Meinung ist das natürlich auch, dass wenn man das anspricht, dann schafft man auch eine psychologische Vorbereitung. Wir müssen auch diese schwierigen Sachen ansprechen können im Vorab.
Weil warten wir und sagen, nein, wir reden von den gefährlichen Sachen nicht, wir können in einer Traum leben, wo nichts Schlimmes passiert. Dann wäre die Bevölkerung nicht vorbereitet. Es gibt ja keine Blaupause. Schweden hat unser Totalverteidigungskonzept so entwickelt, weil Schweden ist ein Zentralstaat, das macht es einfacher. Wir haben Ministerien, die sehr, sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben keine Bundesländer. Das macht es einfacher für Schweden. Aber ich denke, man kann lernen, dass man muss ein bisschen eine zentrale Steuerung oder Weisungen oder Richtlinien zentral haben. Aber dann muss es alles bis zu einzelnen Bürgern, bis zu einzelner Stadt, bis zu einzelnen Gemeinden, bis zu Privatwirtschaft und die öffentlichen Behörden rausfließen, weil alles wird dann verteilt gemacht. Aber man gebraucht eine gewisse deutliche Steuerung zentral. Das Wappen von der schwedischen Botschaft lag ja hier am selben Adresse von 1912 bis 1945. Und die Schäden, also Durchschüsse und Splitterlöcher, kommen ja aus dem Endkämpfe in Berlin 1945. Und das ist auch ein Zeichen, was passiert in einer Stadt, wenn ein Krieg tobt. Man muss auch keine Angst haben, über diese schwierigen Sachen zu reden. Und dort, glaube ich, sind wir ein bisschen weiter als Deutschland. Ich denke, manchmal hat die deutsche Politik Angst davor, dass das Volk Angst vor was hat. Und hier, glaube ich, man kann mehr offen reden, was gefährlich ist und diese schwierigen Sachen ansprechen. Dann tut es vielleicht kurz weh, aber langfristig dann bekommt man eine informierte Diskussion. Und das würde ich empfehlen.